Nach diesem Vorfall wurde der Wasserpark für immer geschlossen. Allen Pancakes. Waren Sie schon einmal in einem Wasserpark? Es ist ein wunderbarer Ort, um mit Freunden eine schöne Zeit zu verbringen. Aber nicht jeder Besuch im Wasserpark hinterlässt nur angenehme Eindrücke, denn es ist ein sehr gefährlicher Ort, der ein striktes Einhalten der Sicherheitsvorschriften erfordert. Wir haben für Sie einige Fälle gesammelt, in denen angenehme Freizeitaktivitäten in traurige Tragödien umschlugen. Der harmloseste Vorfall aus unserer Auswahl ereignete sich auf einem Kreuzfahrtschiff. Hier gab es zahlreiche verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten und Attraktionen, darunter Wasserrutschen. Alle wurden vor der Nutzung zahlreichen Tests unterzogen, um Unfälle zu vermeiden, aber irgendetwas ging schief. Die Attraktion Ocean Lux, eine Wasserrutsche in einem geschlossenen Rohr, hat aus irgendeinem Grund versagt und eine Frau blieb darin stecken. Alle Sicherheitsvorschriften wurden eingehalten, aber ein Unfall konnte nicht vermieden werden. Das Mädchen musste eine beträchtliche Zeit in der Rutsche verbringen, bevor sie dort herausgeholt wurde. Es ist unklar, wie viele Stunden vergangen sind, bis die Rettungskräfte sie befreiten. Üblicherweise kam die Betroffene nur mit einem leichten Schreck davon, aber das hätte für einen Menschen mit Klaustrophobie eine echte Tragödie werden können. Ich habe Atemprobleme, wenn ich nur darauf schaue, schrieb ein Kommentator zu dem Video, während ein anderer sagte, mein Herz schlägt schneller. In einem transparenten Rohr zu stecken, das über dem Ozean hängt? Nein. Nach diesem Vorfall wurden die Attraktionen des Schiffes zahlreichen Überprüfungen unterzogen und die Sicherheitsanforderungen des Wasserparks wurden überarbeitet. Alle Wasserparks konkurrieren aktiv um den Titel der längsten, höchsten und schnellsten Rutsche und vergessen dabei oft die Sicherheit der Besucher. Eine schreckliche Tragödie ereignete sich im Jahr 2016 im Schlitterbahn in Kansas City. Die Adrenalin-Junkies Caleb und Nathan Schwab beschlossen, die damals höchste Wasserrutsche der Welt mit einer Höhe von 51 Metern auszuprobieren. Das ist fast so hoch wie ein 17-stöckiges Gebäude. Die Rafts erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde und die Jungen konnten einfach nicht an einer solchen Möglichkeit für einen Adrenalinausstoß vorbeigehen. Sie stiegen 264 Stufen hinauf, setzten sich in die Rafts und rutschten hinunter. Den jüngsten von ihnen setzten die Kalibis zwischen zwei Frauen, aber irgendwann hob das Raft in die Luft und drückte die Besucher gegen die Schutzwand. Alles hätte nicht so tragisch enden müssen, wenn die Wand nicht aus einem Netz bestanden hätte, das auf metallischen Befestigungen gespannt war. Der Junge schlug so stark auf, dass er buchstäblich enthauptet wurde. Natürlich starb er. Die Frauen wurden ebenfalls verletzt. Eine von ihnen brach den Kiefer, die andere verletzte ihr Gesicht. Später wurde die Rutsche abgebaut und die Parkverwaltung wurde angeklagt. Aber nicht nur auf den höchsten und extremsten Rutschen passieren Unfälle. Manchmal können sogar die sichersten Wasseranlagen zur Tragödie führen. Im Jahr 2013 starb in der russischen Stadt Mytischky während eines Besuchs in einem solchen Wasserpark ein 9-jähriger Junge. Ohne die Aufsicht seiner Eltern zog er die Schwimmweste aus und begab sich auf eine Attraktion, die für ältere Personen gedacht ist. Niemand hielt den Jungen auf. Die Mitarbeiter zeigten Fahrlässigkeit. Anschließend kippte das Kind auf einem aufblasbaren Reifen um, mit dem man von der Wasserrutsche rutschen sollte, und verschluckte sich an Wasser. Der Junge war ganze 4 Minuten unter Wasser, aber niemand half ihm. Es waren keine Rettungsschwimmer am Arbeitsplatz. Wahrscheinlich sind sie gegangen, weil das Ende des Arbeitstags näher rückte. Hätte sich alles anders entwickelt, hätte die verschwendete Zeit nicht ausgereicht, um das Kind zu retten. In Zusammenhang mit dem Tod des Jungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Verwaltung des Parks verstärkte bald die Sicherheitsmaßnahmen. Unfälle in Wasserparks passieren mit beängstigender Regelmäßigkeit. Der Tod von Menschen bei der Nutzung solcher Attraktionen wurde in vielen Städten der Welt dokumentiert. Die Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Unvereinbarkeit der Ausrüstung mit modernen Qualitätsstandards können zu noch größeren Tragödien führen. Am 12. Januar 2008 stürzte in einem thailändischen Wasserpark eine Wasserrutsche ein. An diesem Tag feierte man in Thailand das traditionelle Kindheitsfest. Zu diesem Anlass kam eine große Anzahl von Kindern in den Freizeitpark, der im Vorort der Hauptstadt Thailands liegt. Sie kletterten die Treppen zu einer hohen Rutsche, die so groß war wie ein 3-stöckiges Gebäude, und warteten geduldig auf ihre Reihe. Aber am Nachmittag nach lokaler Zeit geschah unerwartet eine Tragödie. Die Rutsche stürzte ein. 7 Kinder fielen aus großer Höhe und weitere 22 Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades, Kopfprellungen und Rippenbrüche.
Tragödien hätten vermieden werden können, wenn die Mitarbeiter des Wasserparks verantwortungsbewusst mit der Sicherheit der Attraktionen umgegangen wären und die Ausrüstung rechtzeitig überprüft hätten. Manchmal kann der Tod durch eigene Dummheit und Unachtsamkeit eintreten. Das Verweilen im Wasserpark in betrunkenem Zustand, das Nichteinhalten von Regeln und Sicherheitsvorschriften, all dies kann zu unerwünschten Folgen führen. In den USA, im Bundesstaat Arizona, schlich sich ein 32-jähriger Mann spät in der Nacht in einen Wasserpark. Er entschied sich, von der rohen geschlossenen Rutsche zu rutschen, blieb aber aus unbekannten Gründen stecken und fand sich in einer Falle wieder. In einigen Quellen wird berichtet, dass der Mann nicht in der Rutsche selbst stecken blieb, sondern in ihrer metallenen Stütze. Warum und wie er dort hineingekommen ist, ist unbekannt. Die Rutsche hat eine ungewöhnliche Form und um dorthin zu gelangen, wo der Mann war, sind erhebliche Anstrengungen erforderlich. Ein Polizeibeamter, der in der Nacht um den Wasserpark patrouillierte, hörte gedämpfte Hilferufe. Er rief sofort die Rettungskräfte, aber es gelang ihnen nicht, den Mann lebend zu befreien. Der Verletzte hörte gegen 2 Uhr nachts auf, mit den eintreffenden Rettern zu sprechen. Allerdings zog sich auch die Rettungsaktion in die Länge. Der Zugang zu dem Rohr war so erschwert, dass praktisch eine vollständige Demontage erforderlich war. Der Leichnam des verstorbenen Mannes wurde erst gegen 7 Uhr morgens geborgen. Die genaue Todesursache ist unbekannt. Eine andere Geschichte, in der der Mensch selbst an dem Geschehen schuld ist, ereignete sich im Jahr 2019. Der 23-jährige britische Tourist David Briford brach sich das Genick, als er kopfüber von einer Rutsche im Wasserpark Aqualandia in der spanischen Stadt Benidorm rutschte. Ein junger Mann verbrachte seinen Urlaub in Spanien mit seiner Freundin. Das Paar beschloss, gemeinsam kopfüber von parallelen Wasserrutschen auf einer Matte zu rutschen. Beim Eintauchen ins Wasser neigte Briford den Kopf nach vorne und brach sich das Genick. Seine Freundin ist wohlbehalten ins Wasser gesprungen. Als der Brite zu sich kam, sagte er, dass er seine Beine nicht spürt. Der Mann musste zahlreiche verschiedene Rehabilitationskurse durchlaufen. Die Behandlung war langwierig, aber vollständig erholen konnte er sich dennoch nicht. Ein Brite wird nie wieder gehen können. So führte ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften zu schrecklichen Folgen. Ein Wasserpark ist nicht nur Rutschen. Es gibt Situationen, in denen der Aufenthalt im Gebäude eines Wasserparks oder auf dessen Gelände das Leben und die Gesundheit der Besucher gefährdet. Und wenn Sie neugierig sind, über welche Situationen wir sprechen werden, schauen Sie das Video bis zum Ende und vergessen Sie nicht, ein Like zu geben. Wir machen weiter. Viel Spaß beim Anschauen. Der Wellenbecken ist eine unverzichtbare Attraktion in modernen Wasserparks. Er gilt als eine der sichersten Attraktionen, da im Becken selbst keine mechanischen Teile des Systems vorhanden sind. Alles ist hinter einer Betonwand verborgen. Die Besucher sehen nur das Wasser und die Wellen. Aber manchmal können selbst die sichersten Attraktionen versagen. Diese Geschichte ereignete sich 2019 im Nordosten Chinas. Der Wellenpool war hier äußerst beliebt. Etwa 100 Menschen entspannten sich in den künstlichen Wellen, als das System ausfiel. Die von einem speziellen Gerät erzeugten Wellen wurden immer größer, bis eine von ihnen eine Höhe von 3 Metern erreichte. Sie überdeckte die Schwimmer vollständig und riss die Menschen, die am Rand standen, von den Füßen. Die Besucher fielen übereinander, während die Welle sie gegen die Wände des Pools schleuderte. 44 Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades. Einige hatten Brüche, während andere nur Prellungen hatten. Aber alle benötigten medizinische Hilfe. 5 Personen wurden sogar ins Krankenhaus eingeliefert. Die Verwaltung des Wasserparks gab bekannt, dass der Mechanismus im Wellenbecken defekt war und nach der Reparatur wieder geöffnet wurde. Darüber hinaus können nicht nur künstliche Wellen, sondern auch das Wasser selbst eine Gefahr darstellen. Wie bekannt ist, wird das Wasser in Wasserparks und Schwimmbädern mit speziellen Mitteln behandelt, aber nicht immer wird die richtige Konzentration eingehalten. In einigen Einrichtungen werden die Normen für den Chlorgehalt im Wasser verletzt. Dies kann zu Allergien, schweren Augenreizungen oder sogar zu Vergiftungen führen. Im Juli 2021 wurden mehrere Besucher des Wasserparks Riviera in der russischen Stadt Kazan durch eine Überschreitung der Chlorkonzentration im Wasser verletzt. Dies geschah aufgrund eines technischen Fehlers in der Ausrüstung, die das Schwimmbecken reinigt. Symptome einer Chlorvergiftung traten bei einem kleinen Mädchen auf. Die Tochter begann zu weinen und stark zu husten, als ob sie versuchte, etwas auszuhusten. Sie hustete nicht nur, sondern hatte auch Atemnot, als ob sie das Bewusstsein verlieren würde. Und sie wurde sehr blass, berichtete ihr Vater. Außerdem kam ein Kind auf die Intensivstation. Ein 9-jähriger Junge befand sich im Epizentrum des Chlorgasausstoßes durch die Ausrüstung.
Er begann sofort stark zu husten, bekam Atemnot und klagte über Schmerzen in der Brust. Er weinte und verstand nicht, was mit ihm geschah. Der Junge und 4 weitere Kinder wurden mit den Krankenwagen abtransportiert. Bald erholte sich die Gesundheit aller Kinder. Die Verwaltung des Wasserparks wurde angeklagt und mit einer hohen Geldstrafe belegt. In derselben Stadt ereignete sich eine weitere schreckliche Tragödie. In einem lokalen Wasserpark verschwand ein 13-jähriger Junge spurlos. Alle suchten nach ihm. Die Eltern, die Retter, die Verwaltung und sogar die Taucher. Alle Wasserattraktionen und Schwimmbecken wurden untersucht, aber der Junge schien wie vom Erdboden verschluckt. Erst 3 Wochen später bemerkten die Mitarbeiter des Wasserparks, dass das Wasser trüb geworden war. Sie schickten die Gäste deshalb nicht nach Hause und warteten auf das Ende des Arbeitstags. Allen war klar, dass die Pumpe kaputt gegangen war. Die Klempner wurden gerufen. Als der Deckel des Absetzbeckens geöffnet wurde, schlug ein starker Geruch in die Nase. Und drinnen, in der metallenen Kiste, lag etwas Schwarzes. Nur durch das elektronische Armband konnte festgestellt werden, dass es sich um den Körper des vermissten Jungen handelte. Das wasserabpumpende Rohr befand sich 80 cm von der Rampe entfernt, über die die Gäste in den Pool hinuntergingen. Und sie wurde niemals durch ein separates Gitter verschlossen. Die Version der Spezialisten, dass der Junge in das Rohr gezogen wurde, weckte aufgrund des Durchmessers der Öffnung Zweifel. Inzwischen zeigt eine einfache mathematische Gleichung, dass in einem Rohr mit einem Durchmesser von 33 cm sogar ein erwachsener Mensch bequem Platz finden kann. Der Wasserpark wurde geschlossen, aber nur für kurze Zeit, nur eine Woche, um die Pumpe zu reinigen. Gegen die Verwaltung des Wasserparks wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein ungeschützte oder zu leistungsstarke Entwässerungssystem wird oft zur Ursache von Todesfällen. Nicht immer werden die Besucher vollständig in das Rohr gesogen. Manchmal zieht es jemanden so stark zum Abfluss, dass es einfach unmöglich ist, sich selbst zu befreien. So wurde im Wasserpark Freestyle in der Hauptstadt von Weißrussland eine 18-jährige Frau zum Abfluss gezogen. Im Pool ist die Wassertiefe gering, für Erwachsene etwa bis zur Brust, erzählt ein Augenzeuge des Geschehens. Ich saß gerade auf einer Liege und beobachtete mein Kind. Plötzlich riefen 2 Männer nach den Rettungsschwimmern. Es stellte sich heraus, dass eine Frau am Boden des Schwimmbeckens lag. Die Rettungskräfte kamen und versuchten, sie herauszuziehen. Zu zweit schafften sie es nicht. Sie sagten, sie sei eingesogen worden. Sie versuchten, sie sowohl an den Händen als auch am Körper zu ziehen, aber es gelang nicht. Letztendlich versammelten sich dort etwa 5 Personen und nur gemeinsam konnten sie diese Frau herausziehen. Ihr Mann rannte zu ihr und als er sah, dass sie reglos war, brach er in Hysterie aus, das Mädchen starb. Gegen die Verwaltung des Wasserparks wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es stellte sich heraus, dass das Gitter in einem defekten Zustand war, aber im Wasserpark wurde nach dem Tod eines Menschen keine interne Untersuchung oder Überprüfung durchgeführt, um zu verhindern, dass so etwas erneut passiert. Der Wasserpark setzte seinen Betrieb fort, als wäre nichts geschehen. Die letzte Situation, von der wir Ihnen in unserem Video berichten werden, ereignete sich in der Hauptstadt Russlands. Eine schreckliche Tragödie hat das Leben von 28 Menschen gefordert. Tragödien teilen unser Leben immer mit einem Schlag. In, vor und nach. So geschah es an einem frostigen Februarnachmittag im Jahr 2004. An diesem Samstag fanden sich viele, die sich, wenn auch nur für eine Weile, aus der von 20 Grad Frost erstarrten Hauptstadt in ein kleines tropisches Paradies mit Palmen an einem so fantastischen Ort wie dem Transvaalpark begeben wollten. An diesem Tag erholten sich hier 1300 Menschen. Um 6 Uhr abends begann die Abenddisco. Die Leute schwammen in den Pools und saßen in den Cafés und Bars. Ein seltsames Geräusch, das viele Besucher hörten, ertönte gegen 19:15 Uhr. Die Glasdecke des Wasserparks ist zerbrochen. Fast sofort fielen mehrere tausend Glassplitter in die Schwimmbecken, hauptsächlich in das Kinderbecken. 5000 Quadratmeter Beton und Glasstrukturen bedeckten praktisch den gesamten Wasserbereich des Komplexes. Einer der größten Wasserparks Europas verwandelte sich in wenigen Minuten in einen Haufen Betontrümmer. 20 Erwachsene und 8 Kinder kamen ums Leben. Hunderte von Menschen wurden verletzt und erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrads, Frakturen, Prellungen und Schnittwunden durch scharfe Splitter. Aber niemand der Mitarbeiter wurde bestraft. Bei der Klärung der Umstände des Vorfalls kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass das Gebäude mit Fehlern entworfen wurde. Infolgedessen wurde ein Objekt in Betrieb genommen, das nicht den Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen entsprach. Die Verantwortlichen wurden gefunden, erhielten jedoch keine realen Strafen. So hat ein kleiner Fehler das Leben vieler Menschen genommen oder verändert. Passt auf euch auf! Denken Sie daran, dass ein Wasserpark ein Ort für extreme Freizeitaktivitäten ist. Seien Sie wachsam und achten Sie unbedingt auf die Situation. Vergessen Sie nicht, ein Like zu geben, wenn Ihnen unser Video gefallen hat. Welche anderen Gefahren lauern auf uns im Wasserpark? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.